Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich möchte heute gern mit dem Butterfly-Orakel beginnen. Das Butterfly-Orakel speziell ermöglicht eben zu gucken, wo transformiert man irgendwas hin. Also wo geht die Reise hin, wo verändert sich etwas oder wo sind Impulse, die Veränderung benötigen. Und hier haben wir, dass wir diese aufgezeigt kriegen. Also es geht hier darum, bewusst durch die Welt zu laufen, bewusst und achtsam auch durch den Alltag, da auch Dinge zu erkennen, die das Leben einem präsentiert und aufzeigt. Also es geht verstärkt darum, auch eine bewusste Haltung einzunehmen, um die Dinge auch zu erkennen. Ja, das Thema scheint hier Selbstfürsorge mit zu sein. Also gucke darauf, wo du dich verausgabst in irgendein Thema rein oder wie es dir auch damit geht. Denkt auch immer daran, man kann nur so viel für andere da sein, wie man selber die Kraft hat. Und hier scheint irgendetwas sich zu transformieren, dass wir das auch gut erkennen. Hier haben wir heiße das neue Willkommen. Da muss man auch immer wieder an sich arbeiten. Oder bei mir ist es oft so, dass man eben das Alte kennt und dann immer denkt, ja, ich bleibe mal da, das Neue macht mir Ängste oder ich verstehe nicht dann, was ich da zu tun habe, wenn etwas neu ist. Und so tritt man unter anderem ein Rädchen, das einen vielleicht sehr kontraproduktiv beeinflusst. Und das ist jetzt hier sehr speziell, hier kommt das Umziehen. Da wir das Umziehen, nicht alle von uns wollen umziehen, aber vielleicht geht es lediglich darum, auch mal einen Platz zu ändern, einen Platz zu verlassen, sich die Umgebung so gestalten, wie man es möchte. Und guckt euch das mal an, hier unten haben wir noch den Glücksfall. Jetzt bin ich gespannt, was die Lenormand-Karten dazu sagen, denn wo der Glücksfall ist, da kommt oftmals eine wundersame Wende. Wenn ich es jetzt aufeinander beziehe, kann es auch gut sein, dass man hier etwas Neues bekommt, das einem ermöglicht, sich im eigenen Umfeld besser um sich selbst zu kümmern. So, was haben wir? Die Liebe, alles, was dir am Herzen liegt. Wir haben den Reiter, also durchaus auch irgendwie Bewegung, die dir ermöglichen, dein Herz wieder zu öffnen oder wo es auch in Liebesdingen eine gute Wende geben kann oder du tatsächlich die Möglichkeit hast, aus deinem Umfeld ein liebevolles Gestalten für dich selbst zu kriegen. Das war sehr deutlich. Hier kommt noch der Schlüssel. Wenn ich den Schlüssel und das Umziehen sehe, dann denke ich immer, na, da kommt so wie ein Hausschlüssel geflogen. Natürlich kann man sich mit dem Schlüssel Türen öffnen. Man kann einen gewissen Erfolg auch einfahren. Man kann das Gefühl der Sicherheit erleben. Und für einige von euch ist es vielleicht auch so, dass sie in Liebesdingen sich besser fühlen, ne? Oder dass sich etwas dreht in eine Richtung, wo es euch selber sehr gut mitgeht. Unten hier haben wir noch die männliche Hauptperson, kann also durchaus auch was im partnerschaftlichen Bereich sein, das hier Fahrt aufnimmt, wo kommuniziert wird, wo man vielleicht auch ausdrückt, was man selber braucht. Hier ist es im Übrigen die männliche Hauptperson, heißt natürlich auch, dass wir vielleicht so eine gebende Kraft verspüren, jetzt endlich für uns einzustehen. Vom hebräischen Alphabet haben wir hier nur eine Zahlenkarte, das ist die 1. Das ist auch wieder sehr speziell, denn die 1 steht im hebräischen Alphabet auch tatsächlich für den Wert 1. Und wo die 1 ist, da ist Anfang, da ist Erneuerung, da kann man aufwärts streben, ja. Und wieder etwas neu beginnen, ja, mit kindlicher Energie auch betrachten und vorantreiben, ne? Eine sehr schöne Legung bis jetzt. Wir gucken mal, was wir noch für ein Schlagwort kriegen. Guckt mal, die gute Nachricht. Ach, ich bin in den Momenten immer so froh, dass ich vor der Kamera mische, denn
wenn das so liegen würde mit dem Glücksfall, dann, das glaubt ja keiner, ne? Dann ist das immer so, so ein bisschen angetatscht von, das ist zu gut, um wahr zu sein. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass ihr das immer seht, dass die Karten da auch rausspringen und dass ich nur diese deute. Gut, was sagt der Engel zu diesem Glücksfall? Ja, wir haben ja mit dem Reiter auch ein Stückchen Kommunikation und hier mit der Engelskarte auch. Da geht es darum, für sich einzustehen. Das hatten wir gerade schon mal gesagt, um sich selbst zu kümmern, mutig auszusprechen, was man braucht. Viele vermeiden ja auch das Kommunizieren, ja, irgendwie, manchmal ist es angebracht, dass etwas keinen Kommentar mehr braucht und andererseits ist es auch wichtig, das nicht zu unterdrücken, wo man für sich selbst einstehen darf. Offen kommunizieren, vielleicht sich auch mal aussprechen, um einen Konflikt zu lösen. All dies könnte hier der Fall sein. Hier haben wir, glaube ich, jetzt 2 gekriegt. Ja. Der Baldrian und die Eiche. Ja, der Baldrian, das kennt jeder. Irgendetwas beruhigt sich mit dem Baldrian. Etwas gibt einen Cool Down. Die Selbstliebe wächst hier, wie passend zur Selbstfürsorge, ne? Weil man irgendwie auch die Angst vor der Dunkelheit und die Schatten mehr ans Licht bringt und sie damit auch mehr integriert. Und mit der Eiche wird uns hier gesagt, dass die Kraft auch zunimmt. Das ist ein wunderschönes Bild hier, ne? So mit der Eiche vereint zu sein, geerdet auch, die männliche und weibliche Kraft des Yin und Yang und so auch die Welt irgendwie um einen rum zu verwandeln. Das passt auch sehr gut. Wir hatten hier auch sehr stark den gebenden Teil. Vielleicht gehört es ein Stückchen weit zu der Selbstfürsorge, auch das empfangende Prinzip mehr zu nähren und das auch einzufordern, ne? Also rechne hier in jedem Fall mit guten Nachrichten, denn wir haben den Glücksfall, wir haben die gute Nachricht, wir haben den Schlüssel, der für den Erfolg steht und einfach nur genial. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag heute. Guckt alle schön auf euch, tut euch selber was Gutes, geht auch achtsam durch die Gegend. Wir haben hier die Erkenntnisse, die Erscheinungen, diese Lichtblicke, die uns dann irgendwie auch wieder weitergehen lassen, ne? Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.